put the rap game in a chokehold. Sometimes I might get a bit loco, yeah. Feeling kinda sick in the cocoa, and I don't really feel right. Hallo, ihr wundervollen Menschen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Siri und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um Psychologie und Philosophie und den Deep Dive in die Lyrics, in die Musik, in die Visuals, Melodien, alles, was sonst noch dazu gehört. Und ja, wenn du neu auf diesem Kanal bist, herzlich willkommen, mach's dir gemütlich. Wenn du Lust hast, nehmen wir ein bisschen heute Ren auseinander mit ein bisschen Humor. Ich habe mir gedacht, nachdem wir jetzt die ganze Vincent's Tale gemacht haben, dass mal wieder ein bisschen Leichtigkeit und ein bisschen Humor ganz interessant sein könnte. Und dann dachte ich mir, okay, komm, Love Music Part 4 passt doch perfekt. Genau, von daher, wenn du ein Renegade bist, willkommen. Wenn du kein Renegade bist, wer weiß, vielleicht nach diesem Video. Von daher checkt auf jeden Fall Rens Kanal aus, wenn ihr noch nicht so familiär mit seinem Content, mit seiner Musik seid. Dann macht euch mit einem unglaublichen Künstler vertraut, der in jeder Faser seines Körpers Kunst in sich trägt und ja, darauf wartet, sie nach außen tragen zu können und uns zu schenken. Aber jetzt lasst uns nicht weiter reden. Wir legen los. Love Music Part 4. I feel like sometimes some ideas are just a little bit overdone. Do you know what I mean? Don't even know what to rap about anymore. Feel like I'm just getting older and more cynical. I'm gonna die anyway. Oh, fuck it. Bevor wir reingehen. Allein dieser Beginn, allein wie er schon anfing mit Love Music Part 4. Es ist natürlich humorvoll und gleichzeitig wird Ren genau sowas kennen. Ne? Diesen Zustand von, bin ich gerade kreativ genug? Ist es das, was ich wirklich machen will? Fällt mir überhaupt noch was ein? Worum geht's hier? Und ich meine, allein dadurch, dass Ren ja immer wieder auch mit seinen Krankheiten oder mit seiner Krankheit zu tun hat, die mehrere Krankheiten weiterhin verursacht, ist er ja oft auch an dem Punkt, wo er einfach völlig erschöpft ist, wo er völlig drüber ist. Ich meine, was wir erfahren haben, ist, dass er zum Beispiel bei den Dreharbeiten zu Vincent's Starry Night, ich glaube eigentlich auch zu Slaughterhouse, ich weiß gar nicht, ob er das in einem Ruck oder am selben Ort gedreht hat, aber da war doch irgendwas, wo er quasi was aufs Auge bekommen hat und dann aber wiederum auch durch die Immunreaktion blind geworden ist auf dem einen Auge für eine gewisse Zeit, bis es dann wieder besser wurde. Und jetzt kann er wieder sehen, aber das gehört irgendwie als Teil dazu. Ja, und diese Momente von, meine Güte, okay. Machen wir weiter. Love Music Part 4. So. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich noch machen soll, worüber ich noch rappen soll. Meine ganzen Krankheitssachen habe ich eigentlich schon so ein bisschen auf den Tisch gelegt. Irgendwie fühlt sich das alles leer an. Das sind auch Sachen, wo Künstler auch generell hinkommen, so nach einer gewissen Zeit. Gerade wenn sie sich vielleicht auch nicht genügend Auszeit genommen haben, nicht genügend Zeit ohne Musik, sondern arbeiten und noch was und noch was und noch was und irgendwann auch da quasi kreativ ausgebrannt sind. Ja, weiterhören. Die anyway. Oh, fuck it. 1, 2, 3, oh yeah, put the rap game in a chokehold. Sometimes I might get a bit loco, yeah. Feeling kinda sick in the cocoa, and I don't really feel right. Oh yeah, feeling kinda antisocial. I think I'm gonna blow Chernobyl, yeah. Going off the grid in a postal, and I don't really feel right. Kennen wir das nicht alle? Diesen Moment, wo wir uns so ein bisschen antisocial fühlen, wo wir das Gefühl haben, Alter, irgendwem würge ich jetzt eins rein. Irgendwas mache ich jetzt kaputt. So, ich boykottiere jetzt einfach alles. Ich habe keinen Bock mehr. Lasst mich alle in Ruhe. So. Aber ich finde das so schön, dass er das in diesem Song mit reinbringt und das eigentlich auch so ein bisschen feiert. So, also in diesem, hey, lass uns heute einfach mal antisocial sein, weil ich mich danach fühle, weil das auch dazu gehört. So bin ich halt heute. Let's go. Lass es uns feiern. Und vielleicht zerstöre ich einfach Tschernobyl. And I don't really feel right. Testing, mic check please. And I'm back for part 4, cause I killed part 3. And you still know me, still the same OG, but I've been low-key ADHD.
distracted as the world collapses from the wars that we waged to the COVID vaccine. Es ist mir das erste Mal gerade aufgefallen in dem Video. Wo ist das? Ja, hier. Der Typ mit der Schweinsmaske. I get distracted. As the world collapses. Und wir wissen, bei Ren, Schweinsmaske ist immer verbunden mit Greed, mit Geiz, mit Gier. So. Und dann kommen wir direkt danach zu Covid und den Impfungen. Ist das ein Zufall? Ich glaube nicht. Ich werde es nicht weiter ausbauen. Ich glaube, ihr habt selbst eine Idee, was er meint. Was für eine Maschinerie dahinter stand. Hinter diesen ganzen Covid-Geschichten. Was da losgetreten wurde. Und dass wir auch hier von Ren nochmal aufgefordert werden. Ja, vielleicht könnt ihr das auch nochmal hinterfragen. So, wie sinnvoll das Ganze vielleicht war. Und wo es vielen in die Tasche gespielt hat. Und es deswegen so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Distracted as the world collapses from the wars that we waged to the COVID vaccine. I was born in an age where the ozone's cracking. I've been off the stage, I've been away from rapping, but I'm back on my feet, back on the track, I'm attacking the beat. Back with the baseball bat flow sweet. A rat-a-tat-tat, I'm a rap athlete. I'm a don, diggy don when I burn like the sun. Feed by full farm, jack my beanstalk off in your mum. Just for fun with her knickers half on. Give her 1 ton soup cause she wants some cum. Ich mag es, wenn Ren silly wird und in diese Richtung geht. Weil immer, ich habe ja auch schon viele Reaction-Videos zu diesem Song gesehen und es ist immer so schön zu beobachten, wie die unterschiedlichen Reactors darauf reagieren. So, wenn Ren in so eine silly Sexualrichtung sozusagen geht. Und selbst ich, wie ihr feststellt, ringe gerade um Worte, weil es was mit uns macht, wenn uns jemand damit so konfrontiert. Dann werden wir rot, dann fangen wir an rumzustottern, dann sind wir irgendwie so hehe, haha. Und wahrscheinlich hat Ren unglaublich viel Freude daran, sich selbst die Reactions dazu anzugucken und die Menschen damit zu konfrontieren. Und das ist so schön, weil es einfach auch zeigt, wie viel Leichtigkeit man in diese Themen mit reinbringen kann. Wir fühlen uns dann wieder so ein bisschen wie Teenager und fangen an irgendwie so, ach naja, hihi und Sex und so und Und gleichzeitig hat es dieses Freche, dieses Herausfordernde mit der Mutter. So, was hat er? Give her 1 ton soup cause she wants some cum. Und mit dem Jack my beanstalk off in your mom. Ne, das ist natürlich so an so einer Grenze mit dem Humor quasi, was man sonst nicht so sagen würde oder machen würde. Aber dadurch, dass er das in dieser Freude, in dieser Leichtigkeit bringt, sind alle erstmal so, ach, ist ja lustig und haha. Und das ist es irgendwie auch, weil er nimmt diese Ernsthaftigkeit einfach so schön da raus. Ja, und gleichzeitig konfrontiert er. Off in your mum, just for fun with her knickers half on. Give her 1 ton soup cause she wants some cum. Oh yeah, put the rap game in the chokehold. Sometimes I might get a bit loco, yeah. Feeling kinda sick in the cocoa, and I don't really feel right. Oh yeah, feeling kinda antisocial. I think I'm gonna blow Chernobyl, yeah. Going up and with no postal, and I don't really feel right. I'm a reprobate, I'm in a public park while I masturbate, and I don't put out till the second date. By that I mean put her in my basement. Wait, giggity giggity, it's polygamy rap, give her the lickety. Sorry, dass ich da jetzt unterbreche. Dieses Giggity Giggity. Quagmire ist das, ich glaube, nicht American Dad, sondern, wie heißt er? Ach Gott. Schon so lange her, dass ich's geguckt. Ihr wisst, wen ich meine. Quagmire mit seiner Tigerschlüppi. Oder Leopardenschlüppi, wie auch immer. Der hat auch immer Giggity Giggity gesagt. Und der ist auch ein bisschen grenzwertig. Und ich meine, das Thema ist, ich packe nicht aus vor dem zweiten Date. Aber am zweiten Date hole ich sie in meinem Basement, in meinen Keller. Giggity Giggity. Und genau, was soll ich sagen? Quagmire war auch immer ein bisschen grenzwertig mit allem in diesem Bereich. Ja. Genau, und give her the lickety flickety while I'm beating her back. Es ist
Ich brauche euch das alles nicht erklären, aber ich liebe es. Ich liebe diese Wortspiele, die er hier macht. Es ist einfach, lasst es uns einfach nochmal. Er ist in einem Public Park, wo he's masturbating. Es ist einfach so schön. Es macht so viel Freude, nicht wahr? Das mit so einem Thema, wo wir normalerweise da stehen würden, so ernsthaft. Kann jemand mal die Polizei rufen? Ja. I'm a reprobate, I'm in the public park while I masturbate, and I don't put out till the second date. By that I mean put her in my basement. Wait, giggity giggity, it's polygamy rap. Give her the lickety flickety while I'm beating her back. She gets giggity wiggity when I go into tap, and I'm the god of fertility when I do it like that. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. I picked up the letters of the alphabet and pulled apart and put together. Finger licking, chicken, I'm dipping, flipping the architecture. Do it better, rap professor, killer track, then resurrect. Tip with the top of the hip with the hop and the rip and the drop when I dip in the spot, and I'm dripping in relevant time. I'm better than most of the bigger the crop. I mutilate, a broken break, communicate with stupid pace. Now wait. When I do it like that with the flow, then you know that I'm cold, colder than cold. I'm sub-zero, got that Jesus flow, make your penis grow. Oh Jesus, bro, why you stoop so low? Well, maybe I'm a little bit immature. I use jokes just to cope, cause I'm insecure. C'est la vie, what will be, what. Ich würde dann tatsächlich mal Stop machen, weil das so ziemlich mit in meiner Welt gerade die einzige ernsthaftere Zeile ist, die ein bisschen was quasi hinter dem Ganzen zeigt. Nämlich dieses, ich mache diese ganzen Jokes, weil ich eigentlich ein bisschen unsicher bin. So, was das anbelangt. Und das machen wir ja gerne. Wenn wir mit irgendeinem Thema unsicher sind, wenn wir uns unsicher fühlen mit uns, in unserer Person oder in dem, wie wir sind, gegenüber jemand anderem, dann neigen viele Menschen dazu, das mit Humor zu übergehen und dann Scherze draus zu machen oder drüber zu legen, um die Ernsthaftigkeit aus der Situation rauszunehmen und entweder davon abzulenken, dass sie sich gerade unsicher fühlen oder dass sie einen Fehler gemacht haben oder und das abzutun, als braucht man nicht drüber reden, hahaha, oder um ihre eigene Verletzung nicht zu zeigen, ihre eigene Angst nicht zu zeigen, damit darüber hinweggesehen werden kann. So. Und das ist ganz spannend. Wie ist das bei dir? Machst du das auch mit dem Humor? Und ich neige auch dazu. So, wenn ich mich hier verquassel, irgendwie merke, ich rede irgendeinen Bullshit, dann neige ich auch dazu, einen Scherz über mich zu machen. Bei manchen wird es dann nochmal ein bisschen extremer, die fangen an, über sich selbst zu schimpfen, sich selbst runterzumachen. Da wird es dann schon wieder ein bisschen schwierig. Aber auch Humor kann, also nicht abwertend in dem Sinne, sondern es nimmt die Wertigkeit, die es für uns hat und mindert quasi die Bedeutung durch den Humor, sodass andere gar nicht mitkriegen, was es uns eigentlich bedeutet, wie wichtig es für uns ist. Und damit verbauen wir uns manchmal selber sogar Wege, über Themen zu reden, über die es wichtig wäre zu reden, indem wir es abtun mit Humor. So, habe ich doch nochmal was Tiefgründigeres hier eingeschmissen in diesen Song. Maybe I'm a little bit immature. I use jokes just to cope, cause I'm insecure. C'est la vie, what will be, what has been before will repeat and repeat on the beat. Oh Lord, I'm sorry. Halle Berry, Luya, Halle Berry, do ya wanna show your hooters? Lick my monster balls and start a rumor. You can give me head like my name was Henry Tudor. Booyah, back on the beat, killer backstreet boy with the back of my feet. She take back your boy for some meet and greet. In the backseat, boy, I'll be slapping her cheeks. Kill him when the bassline go. Ist so schön, ne? Wie er diese ganzen Pockets nimmt und zu einem bestimmten Thema macht. Einmal Halle Berry, wo er Filmnamen und Themen aus Filmen teilweise miteinander vermischt, aber auch aufgreift. Und im zweiten dann die Backstreet Boys. Und die Wortspiele, die er da mit reinnimmt, ist einfach so grandios, ne? Kill him when the bassline go. Kill him with the suicide flow. Kill him with the 4x4. Killing it wherever I go. With the rhythm that I'm kicking with precision. I'm efficient with my vision. I'm a villain with the flow. When I kill him, I'm killing it with ambition. Demolition of magicians turning tracks to gold. Oh yeah, put the rap game in a chokehold. Sometimes I might get a bit loco, yeah. Feeling kinda sick in the coco. And I don't really feel right. Oh yeah, feeling kinda antisocial. I think I'm gonna blow Chernobyl, yeah. Going off the grid in a postal. And I don't really feel right. Oh yeah, put the rap game in a chokehold. Sometimes I might get a bit loco, yeah. Feeling kinda sick in the coco. And I don't really feel right. And I don't really feel right.
Ach ja, Ren. So. Heute mal wieder ein bisschen was zum Lachen gehabt. Ich habe jetzt extra nicht so viele Sachen aufgegriffen. Ich wollte einfach Spaß haben mit dem Ganzen, mit dem Song und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß damit. Ähm, Es ist einfach ein gute Laune-Song, auch wenn da drin viel verpackt ist. Ich selbst bin nicht so unglaublich firm mit diesen ganzen Rhyme-Schemes, mit den ganzen Wortspielen, dadurch, dass ich nicht so in diesem ich bin noch nicht so zu Hause im Englischen, mit den ganzen Sachen, die es in England gibt und in Amerika gibt, die so versteckt sind oder die auf irgendwas anspielen. Ähm, Das heißt, ich verpasse immer unglaublich viel und dann gucke ich mir Sachen von Nox Hill an oder von anderen Reactors, die das ein bisschen erklären. So, von daher habe ich immer so ein bisschen Idee und eine Ahnung, wie jetzt die Geschichte mit Halle Berry. Ähm, aber ich verpasse auch leider immer unglaublich viel bei solchen Sachen. Von daher, wenn ihr jetzt ein bisschen traurig seid, dass ich da nicht so viel drauf eingegangen bin, schaut mindestens bei Nox Hill vorbei. Der hat auch eine Reaction dazu gemacht. Aber es gibt noch so viele andere coole Leute, die das ein bisschen besser runterbrechen als ich. Wenn ihr aber trotzdem Lust habt, weiter Videos von mir zu sehen, weil die Rennreise geht auf jeden Fall weiter. Es gibt noch so viel auszukundschaften und so viele wichtige und gute Songs. Und irgendwann wird die Vincent-Reise und die Richard-Reise wahrscheinlich auch nochmal weitergehen. Da werde ich auf jeden Fall wieder dabei sein. Von daher, subscribed, aktiviert die Glocke. Dann, wenn euch das Video gefallen hat und ihr ein bisschen Spaß hattet, lasst mir gerne ein Like da, kommentiert, was ich alles verpasst habe, was ihr als nächstes hören oder sehen wollt. Vielleicht ein neuer Künstler, vielleicht ein neuer Musiker und vielleicht auch einfach ein Song, auf den ich noch nicht reacted habe, weil ich habe schon ein paar Rant-Songs gemacht. Schaut also gerne auf meinem Kanal in der Liste vorbei, in der Playlist. Und ja, dann freue ich mich, euch hoffentlich bald wiederzusehen. Macht's gut.